Hey zusammen, ich habe ein Paket von Planet bekommen und da ist eine CS2 drin. Eigentlich nicht, nee. Und zwar haben wir hier etwas anderes drin, und zwar eine Gun zur Legalisierung. Und hier kann man es schon erkennen, ich drehe das mal richtig rum, ich hoffe, das ist richtig rum, eine GTEC 180R in schwarz. Sprich, es gibt eine neue GTEC-Version. Wir schauen uns mal an, was drin ist. Wahrscheinlich ist nicht so viel drin. Die Jungs schicken uns zum Legalisieren immer nur eine Knarre und mehr nicht. Für euch zur Info, Karton, Case, alles noch nicht fix. Aber das hier wird zum großen Teil fix sein. Eine 180R. Und ein Laufsystem, wobei auch noch nicht feststeht, ob das so kommen wird oder nicht. Wir haben hier eine abgespeckte Version von einem S63-Lauf. Also ohne diese fancy Gucklöcher und dieses fancy Gummiding. Sieht halt eher aus wie ein ganz normaler Schaft 5 Lauf. Oder Schaft 4 glaube ich sogar was. Mit einer PWR-Hülse drin. Ich habe das Teil noch nicht gesehen bis jetzt. Ich habe es weder auseinandergenommen noch irgendwas gemacht. Das Einzige, was ich gemacht habe, ist, ich habe schon mal den Stempel drauf gekloppt, den wir halt brauchen zum Legalisieren. Sonst habe ich mit dem Teil nichts gemacht. Ich habe es nicht zerlegt, kann gar nichts, ich weiß nicht, wie es aussieht. Und wir werden zusammen heute das Ding mal wieder zerlegen, damit wir sehen, was drin ist und damit ihr auch sehen könnt, was da alles so bei ist. So, wir machen erstmal hier mal ein bisschen näher. Machen wir das Ganze mal so, dann könnt ihr ein bisschen besser was sehen. So, womit fangen wir an? Wir haben ganz normales Low-Rise Feedneck mit dieser neuen Funktion zum Arretieren, ziemlich cool. Frontgriff ist auch noch gleich geblieben, hat sich nicht viel geändert. Vorne ist der 9 Volt Block drin, können wir mal rausnehmen. So wie bei der alten GTEC auch. Eye-Cover haben sich ein bisschen in der Form geändert, aber sonst gleiche wie bei der alten GTEC. So. Erste Neuerung, die wir sehen, Griffschale. Wir haben nur noch eine Schraube auf der Griffschale. Und die nehmen wir jetzt mal runter. Wo ist mein Inbus? Der ist weg. Cool. Dann nehmen wir mal den hier. So. Das ist eine einteilige Griffschale. Oder? Ja, einteilig. Gucken wir mal, was unter der Griffschale steckt. Gucken erstmal, wie die festgemacht ist. Ja, wir haben hier oben haben wir zwei so Nupsis. Hier ist ein Nupsi und hier ist ein Nupsi. Sonst eine relativ feste. Richtig schön. Neues Design hier. Sieht ganz cool aus. Wo ich immer ein bisschen Angst habe, dass jemand sehr schnell brechen, wenn da ein Schuss drauf geht. Aber das müssen wir abwarten. An sich ist die Griffschale relativ fest und ja, die ist richtig hart. Das ist richtig gut. Aber fühlt sich gut an. So, schauen wir mal, was wir hier so im Frame haben. Wir sehen zwei Boards, ein Switch, ein Pellet Valve. So, wie wir die Boards ansehen. Nehmen wir jetzt ein Kabel erstmal runter. Kabel sieht alles ein bisschen aus wie bei der CS3 und LV2. Jetzt sehen die Boards auch genauso aus. Haben wir hier so das Sandwich-System, zwei Boards aufeinander gesteckt. Und schauen wir mal, was haben wir hier? Blablabla, Planet. Mal hier auseinanderkriegen, ohne was kaputt zu machen. So. Ja. Einfaches OLED-Board, so sehen mittlerweile immer aus. Das ist dann das Mainboard, wo auch der Chip drauf sitzt. Wir haben hier noch zwei extra Anschlüsse. Gucken, ob man das gut sehen kann. Genau. Hier der und der hier. Könnte man, glaube ich, noch was draufpacken. Zumindest hat das die CS3 und die
LV2 auch. Aber ich weiß halt nicht, wie final das jetzt schon ist. Ja. Daher müssen wir mal abwarten, wie die finale Version aussieht. Ich weiß auch noch nicht, wann dieses Video online geht. Sprich, wann die Knarre auf den Markt kommt. Von daher müssen wir mal abwarten. So. Sonst haben wir hier nicht so viel Neues drin. Bisschen neue Fräsung, klar, du musst ein bisschen mehr Platz haben für das Ding. Der Pops Aser sieht auch noch aus wie der alte. Ich mache den mal auf. Klar, die Form hat sich ein bisschen geändert, also anderes Milling. Aber das ist ja immer so bei Plänen, wenn eine neue Generation rauskommt, kommt auch immer ein neues Milling. So, ja, nur so ein Standard 170R Pisten, Standard 170R Feder, schon im deutschen Format. Und der Rest sieht auch gleich aus. Schauen wir mal auseinander. Aber das sieht alles aus wie eine 170R. Ja, alles same. 170R Style. Nichts verändert. Ich finde das Milling eigentlich ganz schön von den Pops. Schlicht. Und trotzdem hast du hier noch so eine Aussparung. Fühlt sich gut an. Sieht cool aus. So. Das beiseite. Das beiseite. Das beiseite. Das beiseite. So. Dann. Was machen wir denn als nächstes? Wir nehmen mal den Bolzen raus. Auch wieder Quick Release System. Hoch und dann raus. Und das ist schon mal neu. Die Farbe ist anders. Schwarz, Rot und Gelb. Ähnelt sehr, sehr stark der CS3. Hier sehen wir das deutsche Insert. Bei den Finalknarren wird es schwarz werden, das weiß ich jetzt schon. Nicht dieses hübsche Grün. Ich finde dieses Grün cool eigentlich, aber das ist halt einfach nur 3D-Druck. Das neue wird besser werden. So, dann gucken wir mal. Ja, das sieht auch sehr ähnlich aus zu CS3. Das ist der von der CS3, ich habe nämlich hier einen. Der hier ist von der CS3, der ist von der 180R und sind genau die gleichen Dimensionen, gleiche Länge, passt drauf. Also da schon mal ähnlich geworden. Was cool ist, wenn man eine neue Generation von Core hat, also jetzt hier in dem Falle der OP-Core, overpowered, macht es Sinn, halt alles eins zu machen, eine Generation zu nehmen, ein System zu nehmen. Planet ist immer ein großer Freund davon, die Systeme gleich zu halten, dass man halt die Ersatzteile untereinander tauschen kann, das wichtig ist, und dass man nicht Unmengen an verschiedenen Teilen auf dem Markt hat, weil es macht halt keinen Sinn, jetzt für jeden neue Knarre ein neues Laufsystem auf den Markt zu bringen, hast nicht gesehen. Weil im Endeffekt, du brauchst halt wieder mehr Ersatzteile, du hast irgendwann keine Ersatzteilversorgung mehr. Und das macht es alles ein bisschen schlechter. So, schauen wir mal weiter auseinander. Haben wir hier den Spool, das Spool Spring. Ja, das sieht wieder aus wie bei der CS3. Wir können das hier auch noch auseinandernehmen. Ohne mir weh zu tun am besten. Das sollte aber auseinandergehen. Nehmen wir mal ein bisschen Werkzeug. Ja, war halt nur fest. Kann man auch wieder zerlegen in 3 Teile. Auch wieder praktisch. Es kommt mir ein bisschen kleiner vor. Da muss ich gleich mal gucken. Ich hole gleich mal einen CS3-Bolzen. Es kommt mir alles ein bisschen schmaler vor. So, hier haben wir den Switch drin. Da ist er. Da hat sich, glaube ich, nichts geändert, außer dass er jetzt rot ist. Na, die Löcher sind größer. Also besserer Luftfluss.
sonst hat sich hier, glaube ich, mal raus. Ist die Kugel drin? Ja. Kugel ist verbaut wie bei der CS3 auch. Ich sage mal CS2. Dann gucken wir mal rein. Wie das hier drin aussieht. Ich nehme lang die Schrauben. Die sind sehr lang. Also denkt bitte dran, das ist vielleicht zu 80%, vielleicht 90% eine finale Version. Es kann sich immer noch was ändern. Planet hat bei der CS3 auch noch was geändert, um das Ding halt im deutschen Markt besser reinzukriegen, sprich die Legalisierung. Ja, da sitzt Kugel. Ja. Sieht gut aus. Sieht ja wirklich ähnlich aus wie bei der CS3. Also, es kann natürlich sein, dass wenn ihr das Video seht, dass wir die, also es kann nicht sein, es wird so sein, dass wenn ihr das Video seht, dass die 180R gereleased wird. Und dann kann es immer noch ein paar Änderungen geben. Die Knarren werden immer noch getestet. Oder also die wurden halt schon getestet, die werden weiter getestet. Dementsprechend kann sich halt immer noch mal was ändern. Aber das sieht mir hier schon ziemlich final aus. Und es ist gut, dass ihr dann hier, also ihr werdet hier einen guten Eindruck bekommen von dem Endresultat der Gun. Und damit hoffentlich auch zufrieden sein. Preis steht noch nicht fest. Da müssen wir noch gucken, wie der sich verhalten wird. Er wird aber wahrscheinlich halt in der Nähe der 170R liegen. Keiner weiß, wie die aktuellen Rohstoffpreise sind. Von daher muss man da immer ein bisschen gucken. So, dann haben wir das zerlegt und dann, ich will noch mal kurz gucken, wie es unterm Body aussieht. Aber ich nehme an, dass da nicht viel anderes ist, sondern einfach nur dieses kleine Board für die Augen und sonst nichts mehr. Blende ist ja weggegangen, die Boards in den Frame reinzulegen, also hier oben rein, weil ja immer Wasser reinkommt. Aber hier auch wieder arretiert, also vorne drin, ja, gleiche Board wie bei der GTEC. Solenoid ist auch gleich, können wir auch mal auseinandernehmen, aber es ist wahrscheinlich nur das gleiche Board, gleich Solenoid sein. Das ist der Pin von der CS3. So, jetzt gucken wir das hier rauskriegen, um das Kabelgewirr aufzumachen hier. Ja, das ist das gleiche Solenoid. Das ist das gleiche Pilot Valve. Es gibt hier zwei verschiedene. Es gibt ja einmal das für die CS3, CS2 und einmal das für die GTEC und für die ETA. Der einzige Unterschied ist halt einfach nur, dass das Pilot Valve für die Entschuldigung, ETA und GTEC mehr Strom ab kann. Ja. Gleicher Entschuldigung. Gleicher Spool wie bei der ETA. Bei der GTEC. Und das ist da alles gleich. Ich schraube das mal eben zusammen. So, dass die Schrauben nicht wegfliegen. Kloppen wir das hier noch eben dran. Dann hole ich mal eben eine CS3 und schaue mir da mal den Bolzen an. Die Dimension nicht im Kopf, aber ich glaube, der Bolzen von der CS3 ist größer. Was ja auch Sinn macht, weil die CS3 läuft ja mit viel weniger Luft, also viel weniger Arbeitsdruck. Die liegen da ja bei unter 100 PSI Arbeitsdruck. Und würde mich wundern, wenn sie es geschafft haben, die GTEC das gleiche Level zu bekommen. Mal kurz mal holen. CS3.
wir hier alles vorrätig haben. So. CS3 Bolt. Ja, wir sehen schon mal eine andere Farbe und andere Dimensionen. Ja, der ist kürzer hier, der ist länger. Schauen wir mal Can ab. Der scheint identisch zu sein. Ja, der ist identisch, aber das innere Teil des Spool, Firing-Spool, der ist auf jeden Fall ein anderer. Ja. Der ist mir quasi durcheinander komme. Genau. Die Can ist auch. Ja, ist die anders? Ne, die ist auch gleich. Ja, die ist auch gleich. Da tut sich nichts. Also gleich. Das ist anders, das ist länger. Der Switch ist auch gleich. Ja. Man sieht hier ziemlich gut, der von der CS3 ist länger als von der von der 180R. Der ist auch ein Ticken dicker. Also da sind die Unterschiede schon sichtbar. Und hier ist es halt auch, ja, da sieht man es auch ziemlich gut. Der von der GTEC ist auch kürzer als der von der CS3. Also da halt schon mal die Unterschiede. Klar, CS3 hat einen größeren Bolzen, mehr Volumen in der Kammer, dadurch weniger Arbeitsdruck, etwas smootheres Schießen. Weil halt High-End. Na gut, lassen wir das auf der Seite. Gut. Dann haben wir das Mysterium auch geklärt. Sonst ist hier alles im Groben identisch. Und ja, das war die Vorstellung der GTEC 180R. Ich baue den Spaß wieder zusammen. Das Ganze machen wir im Schnelldurchlauf. Ist ein bisschen langweilig. Und ja, ich danke euch und wir sehen uns schon mal beim nächsten Mal.